dem Tag, wo es wirklich passiert ist, das war der 26. Januar, am Morgen um 6 Uhr, als ich aufgestanden bin, ist mein Mann am Boden gelegen, eiskalt, und hat sich nicht mehr bewegt. Und dann ist er eigentlich kurz darauf operiert worden. Und als der Arzt rausgekommen ist, hat er gesagt, er hatte eine Hirnblutung gehabt. Und zwar eine ganz starke. Was alles passiert ist, weiß ich nicht. Dass ich in Koma war und so, das weiß ich nicht. Er hatte die zweite Hirnblutung gehabt. Nach dieser Hirnblutung ist er dann in Koma gefallen. Haben wir gemeint, es ging jetzt bergauf. Aber es ist immer schlimmer geworden. Also ich war völlig am Anschlag. Ich wusste nicht mehr gewusst, wie, was, wo. Es war einfach kein Boden mehr unter den Füßen. Grüße, Frau Galina. Grüß dich wohl. Schön, sind wir wieder da. Ja, danke vielmals. Bitte rein. Als ich die Ehefrau am Telefon hatte, das erste Mal, sie hat mir dann angerufen, als sie die Case-Management-Unterlagen von mir bekommen hat. Ja, da war sie recht aufgewühlt am Telefon. Ich habe gesehen, dass es eigentlich auf allen Ebenen Unterstützung gebraucht hat, sei es auf der gesundheitlichen Ebene von Herrn Galino, sozialer Ebene, aber ganz feste Unterstützung von der Frau Galino, vom sozialen Umfeld. Dann war auch die Sozialversicherungsebene betroffen. Er hat noch eine Krankentaggeldversicherung, hat die IV-Anmeldung. Dann sind noch verschiedene Sozialversicherungen involviert gewesen. Und dann ist auch noch eben die berufliche Ebene. Herr Galino ist 62 und mit seinem Berufsleben. Ich hatte einen ganzen Haufen nicht erreicht, wenn ich nicht die Hilfe hatte, die Unterstützung von der Frau Matoschi, weil sie hat wirklich alle Hebel in Gang gesetzt. Immer. Ich kann nur sagen, ich bin überglücklich von dieser Unterstützung. Ich habe in dieser Zeit noch gearbeitet, hatte wirklich verständnisvolle Chefs gehabt und durfte auch immer wieder springen und gehen, wenn etwas war. Es hat dann auch einen Moment gehabt, so fast einen Monat, wo ich selber wie zusammengefallen bin in mich hinein. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Was ich gelernt habe, Muskeln und so. Ja, die Herausforderung war natürlich, es war eine Situation, die für alle sehr schwierig war, sehr neu war. Es war eine Hirnblutung, würde ich sagen, mit einem Trauma vordran, ja, von der Ehefrau und natürlich auch vom Herrn Galino selber. Da hat es ganz fest meine Unterstützung gebraucht, ganz am Anfang, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich jetzt da nicht aktiv bin, dann ist natürlich auch die Ehefrau, die ausfällt, und wenn das System auseinandergeht, dann bricht alles auseinander. So, jetzt kannst du dich auch anlegen und dann gehen wir dann. Ich mache schon das Licht. Du dich anlegen jetzt. Konzentrier dich jetzt aufs Anlegen. Es hat sich komplett verändert. Komplett. Von A bis Z. Von 0 auf 100 oben. Ich kann nicht machen, was ich will. Vorher bin ich selbstständig. Und jetzt brauche ich Hilfe. Ohne sie kann ich nichts machen. Wenn sie nicht da wäre, sage ich immer, ich wäre nicht da. Ich wäre nicht da. Also jetzt aktuell wird er vom Hausarzt sehr gut betreut. Er hat wirklich einen wunderbaren Hausarzt, der sich wirklich gut um die ganze Situation kümmert. Dann hat er eine Physiotherapie, wo er einmal in der Woche selber jetzt mittlerweile in die Praxis laufen kann. Und darum denke ich, jetzt wirklich sind wir an einem Punkt angekommen, endlich, dass es jetzt wirklich gut ist, so langsam wirklich Stabilität herrscht. Hallo? Hallo, Cindy. Alles klar? Tipptopp. Geht's dir gut? Tipptopp. Also, dann starten wir doch gerade. Ja. Ich will so wenig wie möglich, dass sie keine Last hat auf mich. Dass ich
selbstständig bin. Gewisse Sachen, wie gesagt, muss sie dabei sein. Es geht nicht. Es geht nicht anders. Allein geht es nicht. Ich probiere es immer wieder, aber es geht nicht. Ich brauche sie. Ich bin auch nicht der Mensch, der fragt, ich brauche das, ich brauche dieses. Aber ich musste das heute lernen, dass ich kann und darf fragen. Ja, und strecken. Übung macht den Meister. Ja? Ja. Viel besser. Ja. Sehr gut. Lasst euch helfen, nehmt die Hilfe an, wenn sie angeboten wird. Und vor allem so eine Sache, wie wir jetzt haben mit der Sanitas, das ist Gold wert.